Breaking Contact ist ein asymmetrischer TVT-Modus, in dem OPFOR versucht, mit einem Funkwagen eine Nachricht zu übermitteln, während BLUFOR versucht, das zu verhindern. Die Mission kann auf jeder Map gespielt werden und bietet den Spielern viele taktische Wahlmöglichkeiten, sodass kein Spiel ist wie das andere. Eine Runde dauert typischerweise eine gute Stunde und es gibt keinen Respawn. Die Spieler teilen sich ungefähr im Verhältnis 2:3 auf die beiden Teams auf. OPFOR hat den Verteidigungsvorteil und ist deshalb das zahlenmäßig schwächere Team. Die Mission beginnt und beide Seiten können nur noch ihre eigenen Leute über TFAR hören. Der OPFOR-Commander kann jetzt auf der Karte eine beliebige Straße als Startposition für sein Team auswählen. BLUFOR sieht währenddessen einen Wartebildschirm, kann sich aber schon mal mit dem Gruppenmenü in Trupps aufteilen. Sobald der OPFOR-Commander eine Startposition ausgewählt hat, geht das Spiel los. OPFOR startet also auf der ausgewählten Position und wird sich als erstes am Funkwagen Fahrzeuge oder Equipment kaufen. Dazu interagiert der Commander mit Ace mit dem Funkwagen und wählt Buy Vehicles. Wie viel Geld er hierfür zur Verfügung hat, ist abhängig von der Anzahl seiner Mitspieler. Die gekauften Fahrzeuge spawnen bei einem Leitkegel, der in der Nähe der Startposition steht und der auf der Karte markiert ist. Sollte dieser Leitkegel mal ungünstig stehen, dann lässt er sich auch mit Ace an eine bessere Position tragen. Währenddessen ist BLUFOR an einem zufälligen Punkt in ein paar Kilometer Abstand zu OPFOR gestartet. Bis jetzt wissen beide Teams nicht, wo das Gegnerteam ist. BLUFOR spawnt mit einem Führungsfahrzeug und kann sich genau wie OPFOR an diesem Fahrzeuge und Equipment kaufen. Die Auswahl ist allerdings eine andere und das BLUFOR-Führungsfahrzeug ist im weiteren Verlauf der Mission ohne größere Bedeutung. OPFORs Missionsziel ist es jetzt, mit dem Funkwagen einen Funkspruch zu übermitteln. Die Übermittlung dauert bei uns typischerweise insgesamt 45 Minuten, lässt sich aber auch anders einstellen. Jeder OPFOR-Spieler kann am Funkwagen Deploy Radio Antenne auswählen, um damit die Antennen auszufahren und die Übermittlung zu starten. Während der Übermittlung kann der Funkwagen nicht bewegt werden und ist für BLUFOR auf der Karte sichtbar. Mit Retract Radio Antenna wird die Antenne wieder eingefahren und die Übermittlung gestoppt. Die Funkzeit wird allerdings nicht zurückgesetzt. OPFOR kann also auf einer Position beispielsweise 10 Minuten funken, dann die Antenne einfahren, verlegen und auf einer anderen Position weiter funken, ohne von vorne anfangen zu müssen. So entsteht eine Art Katz-und-Maus-Spiel, bei dem OPFOR möglichst lange an einem Punkt funkt und dann versucht, kurz vor BLUFORs Zugriff ungesehen zu entkommen und woanders weiter zu funken. BLUFORs Missionsziel ist es, den Funkwagen zu zerstören oder alle OPFOR-Spieler auszuschalten, bevor der Funkspruch vollständig übermittelt wird. Der Funkwagen kann mit Explosivwaffen, großkalibrigen MGs oder manuell zerstört werden, indem man Destroy Radio Truck auswählt und die Aktion durchlaufen lässt. Solange OPFOR bei Spielstart noch nicht funkt, ist es also BLUFORs Aufgabe, den Funkwagen zu finden oder sich in eine günstige Warteposition zu begeben. Beim Angriff auf den Funkwagen ist es wichtig, ihn nicht aus den Augen zu verlieren und mögliche Fluchtwege abzuschneiden, falls sich OPFOR dazu entscheidet, das Funken zu unterbrechen und zu verlegen. Das war das Grundkonzept der Mission. Besonders zu erwähnen ist noch eine von OPFORs Kaufmöglichkeiten, das Radio Relay. Die Sendeeinheit des Trucks wird damit ausgebaut und in eine Kiste gesteckt, die dann hinten am Truck dranhängt. Das Relay kann eigenständig senden, allerdings nur mit halber Leistung. Das bedeutet, dass ich zwar doppelt so lange brauche, um den Funkspruch zu übermitteln, mich aber beim Senden bewegen kann. Wenn ich wieder die volle Sendeleistung haben will, muss ich den Funktruck anhalten und seine Antennen ausfahren. Die Antennen des Funktrucks werden damit benutzt, um die Sendeleistung des Relays zu verstärken. Wie gesagt, nur noch das Relay kann funken, nur die Antennen am Funktruck auszufahren, das Relay aber ausgeschaltet zu lassen, bringt deshalb nichts. Der zweite Vorteil des Relays ist, dass ich es vom Truck abbauen und dann in eine Position ziehen kann, die besser zu verteidigen ist. Solange die Antennen des Trucks ausgefahren sind, sendet das Relay weiterhin mit 100% Leistung. Erst aber Entfernung über 100 Metern nimmt die Sendeleistung langsam ab. Da der Funktruck nicht mehr eigenständig senden kann, bedeutet das aber auch, dass BLUFOR nur das Relay zerstören muss, um zu gewinnen. Den Funkwagen zu zerstören bringt BLUFOR zwar Zeit, da OPFOR ohne Funkwagen nur noch mit halber Leistung senden kann, aber nicht den Sieg. Und das war alles, was man über die Mission wissen muss. Die Feinheiten bezüglich Taktik und Vorgehen findet man am besten beim Spielen selbst heraus. Breaking Contact ist mittlerweile ein echter Klassiker bei uns, der sogar auch schon internationale Einsätze gesehen hat. Und wer jetzt Lust bekommen hat, mal eine Runde mitzuspielen, der findet weitere Informationen auf www.gruppe-adler.de. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.